Liebe Immobilienfans, aktuell passiert auf dem Kapitalmarkt etwas absolut Einzigartiges, auf das ihr auf jeden Fall reagieren solltet. Das ist der Grund, warum ich hier direkt aus Nordzypern dieses Video aufnehme. Die Wirtschaftswoche betitelt das Ganze mit ausnahmslos: Jeder Investor ist nervös. Steigende Zinsen belasten den Immobilienmarkt in einigen Großstädten, lassen sich teure Projekte schon deutlich schwerer vermarkten. Nach über 10 Jahren Preisrallye steuert der Markt auf eine Wende zu. Im Folgenden kommen jetzt die Inhalte, was ihr als Immobilieninvestoren auf jeden Fall berücksichtigen solltet, damit ihr wunderbar aufgestellt seid. Und ich gehe sogar noch weiter. Nach dem Video habe ich euch einen Link runtergepackt, wo ihr eine Checkliste natürlich kostenfrei runterladen könnt mit den 10 Sachen, die ihr jetzt auf jeden Fall berücksichtigen solltet, damit, egal was da kommt, ihr zu den Gewinnern des Ganzen gehört. Mein Name ist Dr. Florian Roski und ich kämpfe seit 19 Jahren auf dem Investmentmarkt, Schwerpunkt Immobilieninvestment, und gebe alle Sachen, die ich lerne, 1:1 an dich weiter, weil meine Devise ist: nur wer vorlebt, kann erzählen. Aber kommen wir zur Checkliste. 10 Punkte habe ich selber für mich analysiert, die aktuell extrem hilfreich sind. Ich gehe mit dir von diesen 10 Punkten 8 durch, weil leider muss ich später noch zum Pokern. Leider mit meinen Jungs, deswegen 8 Punkte so. Die anderen 2 Punkte kriegt ihr natürlich mit der Checkliste, und nochmal könnt ihr euch einfach nach dem Video easy peasy runterladen. Fangen wir an mit Punkt 1. Erstens, Cashflow ist King. Ganz wichtig nochmal, was ist Cashflow? Cashflow ist quasi der Liquiditätsüberhang, oder anders ausgedrückt, es ist die Komplettmiete, die du bekommst, abzüglich aller laufenden Kosten, inklusive Instandhaltungsrücklage, die mit der Immobilie verbunden sind. Und du solltest jetzt jede deiner Immobilien nochmal abchecken, ob sie auch wirklich einen positiven Cashflow erzeugt. Das ist genauso wie wenn du am Aktienmarkt tätig bist. Dann solltest du dich im Moment, gerade in Zeiten der Stagflation, auf die Titel fokussieren, wo das Geschäftsmodell einen guten und soliden positiven Cashflow abwirft. Denn gerade in Zeiten, die etwas schwierig und holprig sind, gewinnen immer die Geschäftsmodelle, die einen positiven Cashflow abwerfen. Deswegen checke alle deine Objekte, wenn du schon in Immobilien investierst oder wenn du investieren möchtest, dass auf jeden Fall deine Objekte einen positiven Cashflow haben. Denn egal, ob du deinen Job verlierst, egal was draußen passiert, solange der Cashflow positiv ist, kann dich dieses Investment nicht gefährden. Ganz im Gegenteil, dieses Investment wird dir helfen, finanziell stark und sicher zu bleiben. Zweiter Punkt. Hast du Mietverträge übernommen? Schau dir generell alle deine Mietverträge nochmal an, ob nicht hier irgendwie Potenzial darin besteht, vielleicht auch mal die Miete zu erhöhen. Egal, was für ein netter Vermieter du bist, ich bin auch ein netter Vermieter, aber nichtsdestotrotz, aktuell haben wir eine Inflation, von 8%. Entsprechend ist es einfach auch mal Zeit, diese 8% weiter an den Mieter zu geben, um die Inflation zu kompensieren. Hoffen wir, dass der Mieter ebenfalls das Gleiche bei seinem Arbeitgeber tut und versucht, diese 8% Inflation als ein Mehrgehalt zu bekommen. Dann wäre es im Prinzip für deinen Mieter neutral, aber auch dann für dich als Vermieter. Ganz im Gegenteil, wenn du deine Miete erhöhen kannst um 8% oder 5%, und auf der anderen Seite bist du auch noch finanziert, dann hilft dir natürlich die Inflation genau, den maximalen Vorteil aus der aktuellen Situation zu holen. Das ist der Grund, warum Immobilien cool sind. Du kannst die Inflation in einem bestimmten Maß weitergeben, aber auf der anderen Seite wird dein Kredit weginflationiert. Nächster Punkt. Überprüfe auch gerade jetzt bei der Vermietung die Mieterbonitäten, die Mieterqualifikation und bilde eventuell Rückstellungen für Mietausfälle. Denn es sind härtere Zeiten zu erwarten. Entsprechend sollten wir neben
deren Mietkaution, die du hoffentlich überall bei deinen Mietern in 3 Monatshöhe abverlangt hast, vielleicht doch nochmal für jeden Mieter eine Miete extra zurücklegen für holprige Fälle. Und vielleicht legst du das Geld am besten im Moment in Gold an oder in möglichst was Solides, das inflationsgeschützt ist. Dann machst du nichts falsch. Auch ein toller Tipp ist, sich ein Devisenkonto zu holen. Ich empfehle zum Beispiel Wise. Ich kann euch nochmal den Link unter das Video nehmen. Da kannst du in verschiedensten Währungen dein Geld lagern. Das Konto kannst du bequem aus von Deutschland eröffnen. Da bist du auf jeden Fall wunderbar aufgestellt, denn du bist ja nicht gezwungen, deine Rückstellungen und Sicherheitspuffer jetzt in Euro aufzubewahren. Nächster Punkt, hast du Immobilien eher langfristig finanziert, dann macht es auch Sinn, auf jeden Fall alle Finanzierungen jetzt nochmal durchzugehen und zu gucken, ob man nicht jetzt schon vielleicht ein Forward-Darlehen macht, was man jetzt machen kann, damit man, und die EZB hat jetzt ja auch einen weiteren Zinsschritt angekündigt, damit man jetzt quasi den Vorteil nutzt, dass der Zinsschritt jetzt noch nicht passiert ist, um sich jetzt schon günstige Zinsen zu sichern und möglichst vielleicht langfristig 10 Jahre vielleicht neu zu finanzieren, auch weil die Zinsen so niedrig sind im Verhältnis noch, sind auch im Fall, wenn du es verkaufen willst, die Entschädigungen, die du zahlen musst für den frühzeitigen Austritt aus diesem Kreditverhältnis relativ kuschelig. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Auch solltest du nochmal prüfen, ob du vielleicht Immobilien hast, die vielleicht schon länger als 10 Jahre in deinem persönlichen Besitz sind. Dann wäre momentan auch ein guter Zeitpunkt mal zu prüfen, ob du nicht ein paar Chips vom Tisch nimmst und einfach das ein oder andere Objekt, wenn es denn schon steuerfrei veräußerbar ist, einfach zu verkaufen, weil damit nimmst du natürlich auch politisches Risiko raus, weil ja, Immobilien laufen gut, sind gut gelaufen. Das schafft immer Begehrlichkeiten bei unserem Staatssystem. Also hier wird es auch einfach strategisch Sinn machen, mal die eine oder andere Immobilie, wenn sie schon die 10-Jahresfrist draußen ist, zu vertickern, das Geld einfach mitzunehmen und vielleicht in einem sicheren Hafen zu parken, andere Währungen zu parken oder in Gold zu parken, bis einfach sich das Unwetter etwas, ich sag mal so, das Unwetter sich quasi verzogen hat. Auch ein sehr guter Punkt ist natürlich Go International, Be Independent. Das heißt, als 6. Punkt ganz klar, wenn du zu 100% mit deinen Immobilien in Deutschland investiert bist, bist du natürlich auch zu 100% der deutschen gesetzgebenden Willkür ausgesetzt. Das heißt, hier würde es ja auch einfach wahrscheinlich nochmal Sinn machen, einfach mal zu überlegen, ob du nicht vielleicht auch mal im Ausland, im EU-Ausland investieren könntest. Vielleicht gibt es ja irgendeine deiner Traumurlaubsdestinationen, wo du immer gerne bist und dann würde es vielleicht auch einfach Sinn machen, dort mal zu investieren oder auch in eine unserer sogenannten Community-Reisen mitzukommen. Bisher waren wir immer in Nordzypern unterwegs, aber hier sind die Preise abgegangen wie ein Schnitzel. Das heißt, wir haben alle gut Rendite geschaffen, wir haben alle an der Wertsteigerung partizipiert, aber jetzt wird es immer schwieriger, weil die Preise auch hier steigen und ich bin selber auch dabei, wieder neue Investment Opportunities zu finden. Deswegen immer auf unserer Webseite online-know.de schauen, welche Community-Reisen wir gerade anbieten, wo es uns gerade rumtreibt. Und wenn du Bock hast, kannst du natürlich mitkommen und einfach schauen, hey, lohnt sich das für mich als Investitionsstandort auch? Oder du findest für dich selber einen Investitionsstandort und probierst dich einfach mal im Ausland, um einfach Chips vom Tisch zu nehmen, Risiko zu reduzieren. Was habe ich noch? Ja, über verschiedene Währungen habe ich schon eben kurz erwähnt, aber das macht auf jeden Fall Sinn, einfach darüber nachzudenken, ein ausländisches Devisenkonto vielleicht mal zu eröffnen, Singapur-Dollar oder was immer du als stabiler ansiehst, vielleicht auch Schweizer Franken oder die dänische Krone. Hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder auch Norwegen mal einfach als Währungsdestination zu beobachten und wie die sich die letzte Zeit verhalten haben, welche Inflation die zu erwarten haben. Aber auch hier einfach Risiko diversifizieren, einfach ein bisschen was aus dem Euro raus. Das macht auf jeden Fall aktuell total Sinn. So was ich im Prinzip tue, man darf natürlich keine Anlageberatung machen, das mache ich natürlich auch nicht. Ich erzähle hier immer nur das, was ich mache und im Nachgang erzähle ich natürlich auch davon, wie es für mich gelaufen ist. Was habe ich noch Schönes? Ganz wichtiger Punkt vielleicht auch als 8. Punkt, nochmal über deine eigenen Sprachfähigkeiten nachzudenken. Weil wenn du in Deutschland so rumdingelst, und ich habe auch eine Freundin aus Schweden und sie sagt mir immer, wow, die Deutschen sprechen so schlecht Englisch, kaum einer kann ja Englisch, wenn sie irgendwie im Einzelhandel unterwegs ist, egal wo,
Es wird immer nur rumgegatzt, hey, nimm dir die Zeit und versuche vielleicht wieder mal deine Englischfähigkeiten zu aktivieren, die Suppe mal wieder zu rühren, zu schauen, was du für dich erreichen kannst. Denn wenn du auch mal vorhast, im Ausland zu investieren, du möchtest vielleicht auch mal mehr im Ausland sein, die andere Länder für dich erobern, dann geht nichts an Englisch vorbei und es ist wirklich doof, wenn du dann nur mit deinem Deutsch ankommst und kannst im Prinzip dich gar nicht vernünftig ausdrücken. Viele Verträge werden noch dual angeboten, zum Beispiel Nordzypern in Türkisch und Englisch. Dann kannst du die Verträge im Prinzip auch lesen und hast eine wesentlich größere Rechtssicherheit und ein besseres Vertrauensgefühl, als wenn du dich jetzt darauf verlassen musst, dass dein Anwalt alles für dich schon regelt. Also nur als wirklich heißen Tipp, investieren in Englisch. Ja, wobei 9 und 10, wie schon gesagt, ich quatsche immer zu lange, gibt es einfach in der Checkliste unten drunter echt nochmal 2 richtig coole Tipps, dir wird es gefallen. Bereite dich vor, handle jetzt, dann bist du kein Opfer, sondern du gehörst zu denjenigen, die ihr Leben selbst gestalten. In diesem Sinne, drückt mir die Daumen heute Abend beim Pokerspiel. Nur das Beste von euch aus Nordzypern, euer Flo.